Moin Leute, es wird wieder Zeit für ein neues Video. Es ist einiges passiert, mal wieder. Diesmal aber nicht so gravierende Sachen wie das Gestell von einem Koffer hier, wo man auf mal einen Kasten hier stehen hat von 5,50 Meter Länge. Es waren viele Kleinigkeiten dabei, die haben ziemlich viel Zeit gekostet. Und dieses Video wird sich auch von den letzten 3 Videos unterscheiden. Da hatten wir ziemlich viel geflext und gebohrt und keine Ahnung was, sah natürlich spannend aus. Bei diesem Video geht es mehr um die Theorie, um sämtliche Lösungen, technischen Lösungen, die ich vor einiger Zeit selber habe versucht zu finden und nur bedingt was gefunden habe. Es geht heute in diesem Video um die Kabinenbefestigung am Zwischenrahmen. Es geht um die Positionierung von den Auslegern, die mittlerweile dran sind. Die sind zwar noch nicht verschweißt, sind aber verheftet. Und da sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's! So, dann fangen wir mal mit den Auslegern an. Die sind jetzt alle angebracht, pro Seite 5 Stück. Die stützen die Wände des Koffers ab. Es ist so konzipiert, dass hier jeweils ein Winkel angebracht worden ist. Dieser wird mit dem Rahmen des Koffers verschweißt. Also hier vorne ist nur einer. Dann geht es aber weiter mit jeweils 2 Winkeln. Das heißt, wir haben 26 Befestigungspunkte am Koffer. 10 davon M12 mal 30 und 16 M10 mal 20. Die Ausleger, die sind asymmetrisch angebracht. Die sind an den Stellen angebracht, wo ich die tatsächlich auch gebrauchen kann für Befestigung von Staukästen. Zum Beispiel wie in diesem Bereich für die Abwassertanks. Das ist alles ausgemessen worden. Die Tanks sind dafür vorgesehen in einer gewissen Breite und demnach habe ich auch die Ausleger angebracht. Dadurch, dass die Ausleger nicht durchgehend sind, um an der Bauhöhe nicht zu gewinnen, was ich eigentlich nicht möchte, wir sind hoch genug, wurden hier in diesem Bereich noch Knotenbleche verschweißt, damit Knickbelastung hiermit abgefangen wird. So ist die Stabilität gewährleistet und ich denke mal, da habe ich nichts falsch gemacht oder falsch bedacht. So, die zweite Thematik, die mich sehr beschäftigt hat, auch schon vor dem Kofferbau, war die Befestigung des Koffers am Zwischenrahmen. Ich habe da versucht, mehrmals Infos im Internet zu finden, habe auch bedingt welche gefunden, die allerdings auf einen GFK-Koffer eher zutrafen als auf so einen selbstgebauten Koffer. Deswegen habe ich da mir ein paar Gedanken dazu gemacht und die Befestigung so gelöst, dass diese U-Profile mit dem Käfig verschweißt werden. Beide Seiten natürlich, also von der linken Seite des Zwischenrahmens und von der rechten Seite des Zwischenrahmens, das ist alles identisch. Da sind pro Seite 5 Stück angebracht. Die Idee dahinter ist, wenn der Koffer auf dem Zwischenrahmen positioniert ist, dann sind die Schrauben lediglich nur dafür da, um den Koffer da festzuhalten, wo der ist. Die seitlichen Kräfte, die werden hier mit diesen U-Profilen abgefangen. Das heißt, auch wenn ich die Schrauben lösen würde und entfernen würde, ich könnte den Koffer nicht mal 1 mm nach links oder nach rechts verschieben, weil er wie auf Schienen steht. Hier sieht man wieder die Ausleger. Die sind dafür da, um die Staukästen, die hier seitlich von dem Rad weglaufen werden, auch als Kotflügel bedacht sind, zu befestigen. Dann ist hier noch ein Ausleger mehr. Da sind die Führungsschienen oder da kommen die Führungsschienen für das Podest, für das Eingangspodest. Wie man nicht schwer erkennen kann, befindet sich hier oben die Eingangstür. Was noch gemacht worden ist, die Führungsschienen für den Koffer sind angebracht, pro Seite 2 Stück. Die sind auch so konzipiert, dass der Rahmen sich niemals über den obersten Punkt der Schiene abheben kann. Der wird durch diese
Führungsschienen seitlich auch festgehalten während der Fahrt, so dass wenn man um die Kurve fährt und die Kräfte nach außen wirken, dass es hiermit festgehalten wird. Ja, zum Heck, wie man sieht, die Rückleuchten, die haben ihren Platz gefunden. Das Gehäuse der Rücklichter ist hier in dem Vierkantprofil eingearbeitet, das heißt, sie sind reingesetzt, die ragen vielleicht einen Zentimeter aus dem Profil raus. Somit sind die geschützt, die sind auch spritzwassergeschützt und. Wenn man hier reinguckt, dann sieht man das Gehäuse drin. Da bin ich eigentlich sehr gut mit zufrieden. Hier im mittleren Bereich wird das Kennzeichen positioniert mit Nummernschildbeleuchtung. Das wird auch so weit eingearbeitet, dass das halt eine Linie bildet. Jetzt ist zum Beispiel auch ein Grund dafür sichtbar, warum ich die Ausleger asymmetrisch angebracht habe. Dadurch, dass wir unsere Tanks hier haben, wollte ich die Ausleger nicht über den Tanks haben, sondern links und rechts, andersrum, links und rechts daneben. Wenn der Koffer arbeitet bzw. der Zwischenrahmen arbeitet, ist das jetzt unmöglich, dass so ein Ausleger irgendwann mal auf den Tank haut. Und natürlich hätte man das auch ein bisschen höher bauen können, aber das würde wieder die Fahrzeughöhe nach oben bewegen und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Insofern ist der Träger mit dem Träger auf der anderen Seite, die sind um, ich glaube, 62 cm versetzt, damit ich halt hier über den Tanks meinen Freiraum behalte. Der Vorteil der Rundrohre im Zwischenrahmen ist zum Beispiel jetzt auch, hier zu sehen, auf der Fahrerseite, da kommt eine Küche hin. Jetzt habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht, was mache ich denn mit dem Abfluss. Erst waren die Überlegungen mit dem zweiten Abwassertank und. Das geht aber wesentlich einfacher. Es wird unter der Küchenzeile einfach ein Abflussrohr durch den Zwischenrahmen durchgeführt und zu dem Haupttank, also Hauptabwassertank, mit angeschlossen. Somit ist das Thema auch erledigt. Der Vorteil natürlich von so einem Selbstbauprojekt, ich kann jetzt, bevor der Rahmen zum Verzinken geht, kann ich sämtliche Bohrungen für die Kabelhalterung, kann ich alles anbringen, weil ich explizit weiß, wo was angeschlossen wird. Ich kann solche Verbraucher wie die Schlussleuchten einarbeiten. Ich kann die Federlagerung an den Stellen positionieren, wo ich Platz für habe. Also da bin ich echt von begeistert und die Entscheidung selber zu bauen, habe ich bis jetzt noch nicht bereut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, war eine trockene Theorie und Überlegung meinerseits. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.